Hier ist praktisch dann auch nochmal die, also hier ist die Artür. Also es ist praktisch ab 2 wo die Arbeiten im Text, die sind gleich. Ich hatte das große Glück, 2009 in Istanbul, in Santal Istanbul, eine gigantische Ausstellung von Yüksel Arslan zu sehen, und ich kannte ihn nicht. Wie das so war, man hat etwas begleitet einen, und es ist nicht klar, wann das der richtige Moment ist, aber der richtige Moment kam ziemlich schnell nachher, als wir erfahren haben, dass wir hier in dieses Haus einziehen können, das ja voll auch von der Geistes- und Kulturgeschichte ist, und Yüksel Arslans Werk, der seit den 50er Jahren praktisch in einem Zimmer sitzt und aus dem Lesen Bilder generiert, ist ein Idealfall für dieses Haus. Er ist 1933 in Istanbul geboren und lebt seit 1962 permanent in Paris. Als ich Yüksel das erste Mal vor jetzt fast 5 Jahren in Paris, ganz genau am Stadtrand von Paris in Saint-Mandé, besuchte, seinen Wohn- und Arbeitsbereich betrat, war mir ganz schnell klar, dass ich hier einem Menschen gegenüberstand, bei dem Handeln, Tun und Leben wirklich so ineinander übergeht, wie ich es vorher eigentlich bei keinem anderen Menschen kennengelernt habe. Sie müssen sich das so vorstellen, Sie kommen rein, überall Bücher. Bücher von und über Schriftstellern, Philosophen, Musikern, die alle in irgendeiner Art und Weise mal mehr, mal weniger Eingang in sein Werk gefunden haben. Ich möchte nur einige wenige Namen nennen. Bertolt Brecht ist ganz wichtig, Samuel Beckett, Ingeborg Bachmann, dann Kant, die üblichen Verdächtigen also, Kleist, Musiker, Bach, Messiaen, John Cage, Künstlerkollegen wie Van Gogh oder Schwitters. Sie tauchen alle, und es ist wirklich nur ein ganz kleiner Anteil von Namen, Sie werden die anderen alle in den Titeln später noch sehen können, oder haben Sie auch schon wahrgenommen, die in seinem Werk Eingang gefunden haben. Aber es geht nicht darum, das Wissen oder das Denken von diesen Autoren zu übernehmen, sondern Yüksel Arslan hat auf seine Art und Weise erweitert, subjektiv seinen Gedanken, seine Konstruktion auf die einzelnen Ideen zu den einzelnen Personen hinzugegeben. Er hat eine ganz spezielle Bezeichnung für seine Arbeit, wie Sie festgestellt haben, Artür. Das resultiert eigentlich aus einer ganz simplen Anekdote, als 1962 ein Galerist fragte, ja, was machst du eigentlich? Ja, wie soll man deine Arbeit beschreiben? Wie soll man sie titulieren? Es ist keine Malerei, es sind keine Zeichnungen. Und Yüksel Arslan überlegte, wie er seine ganz spezielle Technik und auch eigentlich seine Ansicht auf die Kunst in einem Begriff zusammenbringen kann. So hat er das Wort Artür kreiert, Art, also von Kunst, und Tür, Peinture, Skulptur, Miniatur, alles, sage ich mal, auch als Kritik zu verstehen an die Medien, ja, das auch, an die Eingegrenztheit, der mediale Eingegrenztheit der damaligen Zeit in der Kunst zum einen und zum anderen auch zu dieser Technik. Yüksel Arslan erstellt die Farben selber und
dieser Prozess der Farbproduktion ist ganz wichtiger Bestandteil schon des Bildermachens. Also die Motivfindung ist ganz eng verknüpft mit dem Kreieren der Farben. Sie müssen sich das so vorstellen, klassische Pigmente sind die Ausgangslage, hinzu kommen ganz eigenwillige Kombinationen, die je nach Motiv oder Inhalt der Darstellung variieren können. Gräser, Honig, Eiweiß, dann Pollen, verschiedene Mineralien, Kohle oder auch ganz einfach die Kreide, die man benutzt für einen Queue beim Billardspielen, die dann halt das Blau ein bisschen deutlicher werden lässt.